damals vor 10 Jahren ausgelernt. Da war ich in einem Hotel, ganz konventionell. Auch keine Bioprodukte und so, ganz normale Sachen. Ja. In der Ausbildung musst du halt wirklich ganz klassisch bleiben. Du hast viel mit Fleisch, Fisch zu tun, auch viel mit Milch- und Eierprodukten und so. Da wird halt nicht irgendein Gericht gezeigt, das vegetarisch ist. Das musst du dir selbst aneignen irgendwie. Du musst halt viel probieren und machen und versuchen irgendwie das zu verarbeiten, dass das Gemüse im Vordergrund ist. Ich bin Küchenchef im Bon Vivant. Mahmoud Achkar mein Name. Da mache ich auch zu Hause alles an Pürees und alles. Und meine Familie feiert das auch. Die lieben das, wenn ich für die koche. Auch dann vegetarisch. Meine Mutter war auch immer skeptisch und meinte, wo ist der Fisch oder das Fleisch. Aber er hat auch gemerkt, dass es nicht unbedingt benötigt ist. Ja, damals waren wir halt im Libanon bei meiner Großmutter. Und sie hat da so ein schönes Gericht gekocht. Das war die Aubergine. Die hat sie auch lange geschmort, so 2-3 Stunden, irgendwie in so einem Tomatensud. Das Gericht haben wir dann auch hierher gebracht, auf die Karte, mit so einem japanischen Touch, arabisch-japanisch. Jetzt auch hier auf der Karte drauf. Und alle Gäste haben es auch geliebt. Wir befinden uns im vegetarischen Cocktailbistro Bon Vivant. Die Küche von Momo spiegelt seine Persönlichkeit wieder. Er ist sehr, sehr herzlicher Mensch, ein sehr lockerer Typ, eher so der Kumpeltyp. Und er bringt vieles durch seine Wurzel. Wir lassen den Köchen sehr viel Freiheit und viel Raum zu experimentieren. Uns gibt es jetzt über ein Jahr und ich glaube, wir haben die 40 Mal die Karte geändert. In der Hotellerie könnte ich mir nicht noch mal vorstellen zu arbeiten, weil da bist du ja gebunden an die Regeln vom Hotel. Die haben da eine feste Karte, die laufen muss. Und wenn es nicht verkauft wird, musst du es halt wegschmeißen, weil die Produkte müssen ja da sein, was auf der Karte steht. Hier hast du die freie Wahl, du kannst draufschreiben, was du willst auf die Karte. Und die Sachen werden auch meistens verkauft. Wir haben hier nie was weggeschmissen. Das ist das Gute am Restaurant. Normalerweise wird auch vegetarisches Essen mit Diät verglichen. Die Vielfalt des vegetarischen Essens ist unendlich und da sollte der Blick hin. Und das versuchen wir auch in unseren Gerichten. Man kann so viele Sachen aus dem Gemüse machen und verschiedene Konsistenzen auf einen Teller bringen. Zum Beispiel aus dem Blumenkohl haben wir 5 verschiedene Komponenten, die nur aus dem Blumenkohl bestehen, ob aus den Stielen oder aus dem Kohl selber. Haben wir Püree gemacht, was sehr geschmeidig ist, oder der Salat, der knackig ist. Die frittierten Blätter knusprig. Die Zero-Waste-Küche ist noch ein zartes Pflänzchen. Es wird noch eine Weile dauern und alles, was jetzt da Köchinnen bewegen, ist schon noch so ein bisschen Grassroot-mäßig. Also wenn man es wirklich aufs Ganze betrachtet, GastronomInnen, die das zum Konzept gemacht haben, die stehen natürlich voll und ganz dahinter. Und da habe ich wirklich tolle Konzepte gesehen. Aber eben auf Deutschland gesehen sind es bislang nur ein paar wenige, leider. Ich glaube, dass Köchinnen viel mehr ihr Wissen in die breite Bevölkerung tragen können. So ein bisschen das Fingerspitzengefühl wieder aktivieren, dass wir mit Nahrungsmitteln arbeiten, dass wir neugierig drauf sind, dass wir Produkte wieder selber verarbeiten. Und ich meine, es ist ein Handwerk, es ist ein harter Job und da kann man wirklich noch viel weitergeben an Wissen. Wir beziehen unsere Ware von der Markthalle, von der Plattform. Und die ganzen Bauern beliefern die und die beliefern uns dann weiter. Ja, gute Lebensmittel erkennt man an der Beschaffenheit des Gemüses. Es darf auch nicht zu riesig sein. Oder auch die Farben
Müssen schön satt sein, also auch auf jeden Fall nicht in Plastik eingepackt. Lieblingsmomente in der Küche ist, wenn wir gerade voll im Stress sind eigentlich und wir einfach schicken wie Maschinen gerade und es auch geschmeidig läuft. Das sind wirklich immer die besten Momente. Ne? Auch beim Produzieren hat man immer Spaß und hat Musik ab und zu zwischendurch. Ja, ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl, ein Gericht rauszugeben und das Feedback auch von den Gästen bekommt. Der Service gibt uns ja auch dann alles weiter und so. Vor Corona konnten die Gäste noch reinkommen und sich das angucken, was wir auch machen und so. Da hatte man auch schon viel mit den Gästen zu tun. Die Gäste laufen dann rein hier und können einmal winken. Wir winken natürlich auch alle zurück. Wir sehen uns auch beim Kochen, die Flammen hier brennen und alle. Eigentlich haben wir den Zauber aus dem Nachtleben versucht, das Restaurant hier mit reinzunehmen. Vor dem Lockdown, ja, es war eine Mischung aus Bar und Restaurant. Es war eng, es war laut. Wir sind ein großes Team, was gemeinschaftlich über 10 Jahre lang im Nachtleben tätig sind. Also, um genau zu sein, haben wir einen Club betrieben. Ich habe meine Ernährung geändert. Unser Restaurantleiter oder Barchef Paul ist seit langem Vegetarier und das ist die Sache, die uns bindet. Und aus dem Grund haben wir uns entschieden, ein vegetarisches Restaurant aufzumachen. Im Großen und Ganzen ist ein Wandel zu bemerken. Es gibt viel mehr vegetarische Sachen, aber als Gesamtkonzept, als Einheit, das Konzept so umzusetzen, nachhaltig oder vegetarisch so umzusetzen, bedienen wir immer noch eine Nische. Also es gibt in Deutschland ungefähr 1700 rein vegetarische Restaurants und auch die Zahl der veganen Restaurants steigt an. Also 2013 waren es ungefähr 75 und 2019 waren es dann schon 250, 270. Also ich zu sagen, ich mache ein vegetarisches Cocktailbistro. Egal, was die anderen sagen, und ich ziehe die Idee durch. Und das finde ich wirklich gut. Also um ehrlich zu sein, habe ich mir durch den medialen Wandel und den Klimawandel, durch die Friday for Future Bewegung, habe ich mir eigentlich gedacht, mit meinem Konzept treffe ich den Nerv der Zeit. Dennoch habe ich gemerkt, also es ist noch nicht reicht, nur gutes Essen zu kochen, sondern dass wir sehr viel Aufklärungsarbeit machen müssen. Wir bleiben halt bei dem, was wir machen, mit dem Bio und regionalen und den saisonalen Geschichten. Das zeichnet uns halt auch aus für unser Restaurant, dass wir auch fast nur pflanzliche Produkte benutzen. Wir sind die neue Berliner Schnauze.